Grüß euch und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute machen wir wieder Wurst. Heute mache ich Saucisse de Morteau. Ob es jetzt richtig ausgesprochen ist oder nicht, ist mir scheißegal. Welcome back to my channel. Today we make sausages again. I will make a French sausage today. Saucisse or Saucisse de Morteau. If this is not pronounced correctly or not, I don't care. But more important is how we make the sausage and what we use for the sausage. So, wichtig ist eigentlich, was wir in die Wurst reingeben und die Gewürze, also wie ich die Wurst aussprechen kann. So, schauen wir mal, was ich dazu verwende und starten wir mal mit dem Ganzen. Also die Sachen, was ich da jetzt nehme, ist Nackenfleisch, also ein Hals. I use neck here. I have here 2 kilo of neck. Then I use curing salt. I use garlic, garlic, cumin, coriander, black pepper, and nutmeg. And pork casing, which been soaking here for the last 30 minutes, so they're nice and soft. And normally on the meat, because the Saucisse de Morteau the meat should be used from a special region in France. I just use pork neck for this one here. Für die Wurst normalerweise müsste ein Fleisch genommen werden von einer French Region da, ein spezielles Fleisch, damit die Wurst auch heißen darf. Aber es geht darum, was wir reingeben von den Gewürzen, also Knoblauch, Kreuzkümmel, Koriander, schwarzen Pfeffer, Muskat und Böckelsalz kommen da rein. Das andere ist, ich mache die Wurst frisch. Und die Wurst normalerweise ist geräuchert. Normally the sausage is a smoked sausage, but this time I make a twist on it. I make it fresh because like we only produce a sausage for the flavor. Die Wurst ist eigentlich eine spezielle Wurst, die was in einer Region da in Frankreich gemacht wird. Also the sausage is actually a special sausage which is only made in a region in France and carries also that name and should be smoked, but we make it fresh today. Das andere, wir nehmen kein Wasser, wir nehmen Weißwein dazu, so einen billigsten Weißwein, was ich gefunden habe. We don't use water, we use white wine, that's the cheapest I could find. It's like £2 here the bottle. How it tastes, I have no idea. I'm not a wine drinker. Wie der Wein schmeckt, keine Ahnung. Kann ein Saurampfer sein. War ein billiger Wein. Der reicht für die Wurst. Ich werde jetzt mal anfangen, das Fleisch zu schneiden. So I will start cutting that meat now, get it ready so I can mince it. For the mincer, normally also there's an 8mm blade. I will be using a 5mm blade for it because I want it a little bit finer. Normalerweise ist eine 8mm Scheibe genommen. Ich nehme eine 5mm Scheibe zum Verschieren. So, let's start cutting the meat. So, jetzt fangen wir an, das Fleisch zu schneiden. Braucht so ein scharfes Messer dazu. Ihr seht auch, der Hals hat einen guten Fettanteil. Also neck has also a good portions of fat in it, which is what we need for it. Let's chop this down a little bit. Ein bisschen runterschneiden in Würfeln. Das Fleisch ist gut vorgekühlt. So the meat is chilled properly. It was overnight in the fridge. The best way to make sausage is always to use fresh meat. So, frisches Fleisch ist immer am besten für Wurst. Gefrorenes Fleisch ist nicht ideal. So frozen meat is not ideal for making sausages, but you could work with frozen meat as well. So, das Fleisch ist fertig. Jetzt werden wir das Ganze mal das Gewürz noch herrichten. So we'll start preparing the spices for it.
mix it, and then we grind it through the 5mm blade. So ich werde das Gewürz jetzt vorbereiten, das dann mit reinmixen und dann durch den Wolf lassen, durch die 5mm. So, let's get the spice mixture ready. So, jetzt machen wir mal die Gewürze bereit. Also da sind wirklich nur 6 Ingredients drinnen, also Salz und 5 Gewürze. There's really only 6 things in there, so there's salt and 5 different spices. Let me show you the spices and the amount which you need for this sausage. So, das erste, was ich nehme, the first thing I take is the curing salt, also Böckelsalz. 20 Gramm pro Kilo, so 20 grams per Kilo. I got 2 kilos, so I use 40 grams. Ich habe 2 Kilo Fleisch, so ich nehme 40 Gramm. So. So. 40 Gramm. 40 Gramm Böckelsalz, also 40 grams nitrate salt, curing salt. Then I use garlic. Garlic we use 7 grams per Kilo, also 7 Gramm Knoblauchpulver pro Kilo. Ich habe 2 Kilo, so ich nehme jetzt da 14 Gramm. So, nearly. So, schauen wir. Haben wir genug? 2 Gramm kurz, passt. The next thing what I need is black pepper. Black pepper, we put 3 grams per Kilo. So 3 Gramm schwarzen Pfeffer pro Kilo. 2 Kilo sind 6 Gramm. Dann das nächste ist Koriander. The next thing is coriander. Coriander we use 1 gram per Kilo. I got 2, so 2 grams. So 1 Gramm Koriander pro Kilo. Ich habe 2 Kilo, so das sind 2 Gramm. Das sind 2 Gramm. Dann das nächste, was ich brauche, ist Kreuzkümmel. So the next thing what I need is cumin. And on cumin also we use 1 gram per kilo. So that's 2 kilos, 2 grams. Kreuzkümmel 1 Gramm pro Kilo, 2 Kilo, 2 Grams. So, das sind 2 Gramm Cumin, also Kreuzkümmel, das ist 2 Grams of Cumin. Und dann brauche ich noch Muskatnuss gemahlene. In der Muskatnuss, da geben wir auch 1 Gramm pro Kilo, also Nutmeg, also 1 Gramm per Kilo. 2 Kilo meat, 2 Grams of Nutmeg. 2 Kilo Fleisch, 2 Gramm Nutmeg. So. Und das war's von den Gewürzen. So, that's it from the spices. There's literally 5 spices in there, and that's it. The other thing what I need is white wine. This is chilled. So here on white wine I put in 50 ml per kilo. So 2 kilos I put 100 ml of white wine in it. So 2 Kilo Fleisch, 100 Milliliter auf weißen Wein. Und das heißt dann 50 Milliliter pro Kilo Fleisch. Jetzt werde ich noch mal schnell den Wein herrichten da. I will prepare the wine quickly. So using 100 ml here, 50 ml per kilo.
So, das sind jetzt 50 Milliliter pro Kilo, so 100 Milliliter weißer Wein. Die Frage ist, wie schmeckt der Dreck? How does this crap taste? It's cheap wine, let's taste it. Well, when you make sausage, you have to taste this crap as well. So, wenn du die Wurst machst, musst du den Scheiß ja auch kosten. Lass dich trinken. You can drink it, it's not too bad. Für die Wurst gut genug. Jetzt fangen wir an zu wursten. So, let's start making sausages. Let's get the meat up here. I guess I need a plate for that. Let's get this done quickly because I want to have the minced meat back in the blue bowl here. So, ich muss das Fleisch schnell umladen da. Anstecken. Okay. As I said, 5 mm plate. Normally 8 mm plate. I use a 5 mm plate. Normalerweise 8 mm, aber ich nehme eine 5 mm Scheibe hier. So, der Meat ist done. Fleisch ist gemacht. 5 mm Scheibe. Da ist genug Fettanteil in there. So there's enough fat in there. I will get some gloves now and put the herbs in there, the wine in there and start mixing this properly. Wurst machen kann kompliziert sein, Wurst machen kann einfach sein. Es kommt immer darauf an, was deine Einstellung dazu ist und wie du das machst. Von meiner Seite her gesehen ist Wurst machen einfach. Making sausages can be complex, it can be easy. It depends what is your attitude towards it. But from my side, making sausages is very easy and I try to show you the easiest way, the simplest way to get the most out of it. So let's start mixing. Okay, let's get the spices in. Da geht die Gewürze rein und das Salz. Kurz durchmixen. Wine. Let's start mixing, so jetzt richtig durchmixen, bis bindig wird. So, it needs a good mix, so it starts binding. That's important. If you don't mix it properly, it gets crumbly. So, wenn du es nicht richtig mixt, zerbricht die Wurst beim Braten, dann ist es so bröselig, was wir nicht wollen. Das andere, was du aufpassen musst, zu viel mixen ist auch nicht gut. The other thing what you have to watch, mixing too much is also not good. And especially also when it gets too warm. You want to have a nice cold temperature here. So. Schön langsam comes, slowly it's coming, as you can see. Schau, es bindet schön. Das, was man braucht. So, as you can see, it's really binding really good. And it's nearly there. And all what you see is here is now actually the same time. I haven't cut that or I haven't reduced the time here. Here, look. That's perfect. Mixing done. And the next thing to do is I prepare the filler now and start filling the sausages. The filler is ready. So the filler is ready. Jetzt gehen wir das ganze Fleisch mal rein in den Filler, also die Wurstmasse. So let's fill the filler with the sausage meat and start filling those sausages. Just a quick tip, when you fill or prepare your filler,
wash everything with cold water to cool it down. In the same time, it has a nice little film, a lot of wet, so that's fine. So ein kleiner Tipp auch, den Füller mit kaltem Wasser gut abspülen und das kühlt nachher alles ein bisschen und ist viel besser beim Wurst machen. So, let's get everything in there. Schön vorschieben, schauen, dass die Luft auch rauskommt. Push it forward so you get out the air. You can hear when the air comes out. So. Last bit, das letzte Stück. So. Ist alles drinnen. And that's bereit. That's ready. Let's push it forward a little bit. So it's coming. That's fine. So the fill is ready. I will clean up here quickly and get the tray ready. Okay, all is ready now. So let's bring that meat a bit forward a bit more. So what I want to have is literally just a little bit of meat in front of the nozzle. Not much, just a tiny bit. That greases the edge. So ein bisschen auf Fleisch vorne, also von Wurstmasse vorne. Ganz leicht rausdrücken. So, das reicht. Jetzt schmiert sich das ein bisschen da. Und das ist alles, was wir wollen, nicht mehr. So that's all what you want, just a little bit of grease. Skins I'm using here is pork casing, 30 to 32 mil, also in Schweinedärme, 30 bis 32 Millimeter, ein bisschen Wasser rein, die Finger reinstecken, also das ist ganz leicht, einfach nur den Darm nehmen, aufmachen und wenn es ein Haps, 2 Finger, so it's easy, just 2 fingers, and then push the water out what you've just pushed in. So. Also it's easy to use 2 fingers here and just glide it through, or you do it like this way. So the first finger, the next one over, and then press and pull out. This way you pull out the water. So let's make a knot in it. Now let me show you how to knot again. So use 2 fingers, put them across, also 2 Finger oben drüber und Arm. Pull the skin over, twist, also Dreher, Finger aufmachen, Darm greifen mit die 2 Finger und durchziehen. Dann Hals am Ende, dann hold on the end, pull back and then tighten it. That knot will hold, it will not open. Let's start filling, jetzt fangen wir mal zum Füllen an. Making sausages is very easy, also Wurst machen ist extrem leicht. Es braucht nicht viel dazu, einfach nur aufpassen, was ihr nehmt. Lasst euch Zeit am Anfang, jetzt habe ich ein bisschen Luft drinnen hier, ich habe da einen Stupfer. A little poker.
So, lassen wir die Luft raus. Füllt es nicht zu fest, don't fill it too hard. Und auch nicht zu locker and not too loose. So, ein bisschen mehr, das mit Daumen ausnutzen. That's it. Gut. Knopf reinmachen, make a knot in it. And then twist it to the size you want. I usually make about 8 to a kilo, so 18 Kilo ungefähr. Aber die Größe ist je nachdem, wie ihr es hier wollt. You can make it any size, the size you like. It's not that important. So, if a sausage breaks like this one here, just squeeze it out. That's for your burgers later on. Okay. Kann passieren, it happens. There could have been a little hole in the skin. So, das ist das eine Mal. Ich lege jetzt mal die Wurst auf die Seite. Nächsten haben. Put water in it, Wasser reingeben. So. Der Darm ist zwar zu lang, aber das macht nichts. It's a bit too long, the casing, but it doesn't matter. That's okay, make a knot in it. And here we go. Let's start off again. I got a bit of air there. So, here we go. And let's fill that quickly. There isn't much in there anymore. So weit vorne. That's it. That's done. So, make a knot in it. And tie off the sausage to the size you want. So, done. Check if you got air in here. Good, so let's see what this sausage looks like. Here we can cut, make a knot in it. That's it. So, perfect. Good. Here we go. As you can see, there's a nice cut in it. The sausage will also, when you cook it, will be red inside because of the curing salt. Normally if you use cooking salt, it will be grey inside, but this type of sausage can also be smoked. And it's a slow smoked sausage normally, but we only make it fresh today.
Natürlich wisst ihr jetzt schon, was kommt, die Kostprobe. Jetzt machen wir mit dem, was überblieben ist, einen Burger. So, of course you know what's coming now will be a taster. With the leftovers I will make a burger. So let's have a look what the burger looks like and what it tastes like. So, schauen wir uns mal den Burger an, wenn er fertig ist und wie er schmeckt. Die good old pan, die gute alte Pfanne, ist heiß. So, now we wait. Jetzt warten wir. Schauen wir mal, bald ist er fertig. Und das brutzelt. You can hear it frying. Good sound. Ah, I got an idea. Ich habe eine Idee. Warte ein bisschen. Das Problem ist, ein Burger darf nie trocken sein. The problem is, or the issue is, a burger should never be dry. So, Prost. So, I just turned them. So, ich habe den Burger gerade umgedreht. Seht ihr, wie die Farbe schon rot rauskommt? Das ist durch Spökelsalz. The red color is because of the nitrate salt now. Smells really good. Es riecht sehr gut. The burger is cooked, so der Burger ist fertig. Jetzt schneiden wir den mal an, schauen, wie er innen ausschaut und wie fest oder wie weich das ist. Let's have a look what it looks like. There's the burger. Let's slice them. Here we go. It's nice and firm. You see the readiness is already coming because it's so fresh. The curing hadn't had time yet to get everything red. But that doesn't matter for the taster. The sausage itself will be nice and red. Also die Wurst selber wird schön und rot. Im Moment, das war noch nicht genug Zeit. Sieht außen hat schon angefangen, dass es rot wird. So, jetzt mal schauen, wie er schmeckt. Schmeckt gut. Tastes really good. Nice flavor to it. Da fehlt was. Something is missing. Prost. Jetzt ist die Flaschen leer. Now it's empty. Don't like wasting it. It's part of it, isn't it, of the fun. So listen guys, if you liked that video, if you like the instructions, give the video a thumbs up, hit the subscribe button to my channel. Every subscription helps. So, wenn euch das Video gefallen hat, macht die Wurst doch selber auch. Gebt das Video einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Jedes Abo hilft. So, bis dann. Viel Spaß noch dabei beim Wurst machen. Ich wünsche euch alles Gute. So, till then, all the best making sausages and have fun with it. Bye bye.